Nico Ockenfels, WeCycle, 7. Juni 2022. Das mag der Nico, wenn ich ihm beim Hochschleppen des Fahrrades für den Dreh schon mal gleich mitfilme. Und da kann ich dich ja... Fahrräder mit Tragegriff. Mit Tragegriff. Es hat wirklich einen Griff. Also das kann man sogar dafür verwenden, oder? Kann man dafür verwenden, ja. Das ist ein Tiefeinsteiger der besonderen Art, denn hierbei sagst du, du kriegst für das Geld eigentlich eines normalen Tiefeinsteigers eine Produktqualität, wie sie die Großen bieten, die, ich sag mal dafür, wo es denn losgeht, ab 5, 6, 7, 8.000 Euro. Bergamont, klär mich mal auf, wer steckt hinter Bergamont? Das klingt ja schon alt. Ist das so eine alteingesessene deutsche Marke oder ist das so, die nur so ähnlich klingt? Also Bergamont ist eine Hamburger Firma, Anfang der 90er, ich glaube 92 gegründet. Gehört mittlerweile die letzten 5 Jahre zum Scott-Konzern mit dazu, durch die Übernahme. Generell wird aber alles noch von Hamburg aus gesteuert. Gerade was Entwicklung, sage ich mal, angeht oder auch Marketing, kommt von dort. Alles Weitere regelt natürlich auch die Schweiz, in dem Falle Scott. Ja. 4.499 Euro, absolute Qualitätskomponenten, fängt an bei dem sündhaft teuren CX. Es ging ja auch ein wesentlich günstigerer Motor, aber man hat den besten Motor, einen Mountainbike-Motor hier verbaut. Der Rahmen, da bin ich schon mal kurz drauf eingegangen, sieht aus wie von einem Mofa. Also es ist wirklich so, was darf ich denn wiegen, wenn ich hier drauf gehe? Darf ich ein bisschen schwerer sein? Du darfst tatsächlich ein bisschen schwerer sein. Das heißt, das Systemgewicht bei diesem Rad liegt bei 160 Kilo. Was für einen Tiefeinstiegrahmen schon echt beachtlich ist. Was heißt ein Systemgewicht? Systemgewicht ist immer das Fahrrad und du selber. Achso, schade. Das heißt auch die Pedale? Das heißt, man spricht immer quasi von der gesamten Einheit. Wir liegen beim Fahrrad selber hier bei knapp 28, 29 Kilo ungefähr. Bedeutet, du darfst selber noch knapp über 130 Kilo wiegen. Und, ich zeig dich mal gerade. Hast du nicht. Das heißt, es dürften zweimal Nico Ockenfels drauf ungefähr, aber plus minus. Aber das ist ein Thema für viele Menschen, die ein bisschen schwerer sind. Jetzt sind wir ja in Deutschland. Das heißt, auch Fahrräder, die natürlich wesentlich weniger Systemgewicht haben, werden nicht zusammenbrechen. Aber ich habe gesehen, immer mehr Hersteller, schon fast amerikanische Art und Weise, geben Kennziffern an, wie Fahrräder zu verwenden sind, was man damit machen darf und was man nicht damit machen darf. Und später wird nämlich der Fahrradhersteller sagen, hör mal zu, den Downhill Trail hättest du aber mit dem Fahrrad nicht fahren dürfen. Außerdem hast du 150 Kilo gewogen. Genau, also die Klassifizierung der Räder kommt immer mehr durch die Hersteller einfach auch. Wir sehen das bei dem einen oder anderen. Cube hat das beispielsweise immer am Oberrohr in Nummern eingeteilt. Hier ist es halt auch einfach so, wir sprechen von einem Trekkingrad. Besonderheit ist einfach bei dem Evil Elite SUV, dass wir ein Rad haben, welches Expert mit Elite, Entschuldigung, welches von der Bereifung so ausgelegt ist, dass wir hier gut auf der Straße unterwegs sein können, aber im Verhältnis halt auch ein bisschen leichtes Seitenprofil haben, wo wir auf unwegsamerem Gelände unterwegs sein können. Also alles, was Waldwege sind in dem klassischen Sinne, dafür kann man das Rad auch ohne Probleme noch verwenden. Besonderheit halt auch, wir haben ein komplettes Aluminiumschutzblech, also hier sehr, sehr wertig. Auch natürlich eine Gabel drin, die eher aus dem Mountainbike-Sektor kommt, wie aus dem Trekkingrad-Sektor. Bedeutet, sie ist deutlich verbindungssteifer und somit auch, wie die Namensgebung halt auch ist, SUV vom Einsatzzweck eher für das gröbere Geläuf halt auch mit einzusetzen. Eine Stahlfeder? Nein, eine Luftgabel mit drin. Also hier, nee, du hast recht, ist eine Stahlfedergabel, sorry, ich habe es gerade nicht gesehen gehabt. Stahlfedergabel mit drin, mit einer Lockout-Funktion vom Lenker aus. Ja, also hier drüber kann man dann das Ganze blockieren. Lockout, erklär mal den Leuten, was Lockout heißt. Wozu ist es gut? Ist die Blockierung der gesamten Gabel. Das heißt, zum einen haben wir die Gabel, wo einfedert. Wenn ich die Verriegelung verschließe, geht jetzt da nichts mehr. Okay, das hat den Vorteil, dass ich keine Energie beim Treten in den Berg verliere. Genau, wenn ich also berghoch im Wiegetritt zum Beispiel fahre, dann ist die ganze Energie, würde ja in die Gabel eintauchen und das würde man dadurch verhindern. Wir haben einen extrem starken Motor, komm mal gerade zu mir, Nico. Und dieser Motor erlaubt es, auch schon mit den unteren Fahrstufen, du hast so Unterstützungsstufen, das heißt, der Motor belohnt dich für alles, was du reintrittst. Von alleine fährt er nur bis, glaube ich, 6 km/h oder Schrittgeschwindigkeit. Das ist so eine Art Anschiebehilfe, auf der man auch nicht sitzen kann. Es ist gedacht, diese schwere Maschine vielleicht den Berg hochzuschieben oder und so weiter. Aber viele verwenden das ja als Nahverkehrsfahrzeug, weil es ist eigentlich ein Mofa auf Rädern, bei dem ich selber treten muss.
wer das erfunden hat, weißt du noch, wo die Anfänge vom Pedelec überhaupt herkamen? Du bist ja schon sehr lange dabei. Ja gut, was heißt die Anfänge? Meinst du jetzt von Bosch-Seiten her oder noch vorher? Wo das jetzt in Deutschland kam, irgendeiner muss ja mal auf die Idee gekommen sein, einen Drehmoment-Sensor reinzubauen, der dich belohnt dafür, je mehr du reintrittst, desto stärker geht der Motor. Das ist ja prozentual. Kann ich jetzt so gar nicht beantworten. Was? Aber Bitte? Nein. Nein, guck mal, wie er lacht. Ist so. Ich weiß nur, der weiße Bosch-Motor, also ich habe das mal so wahrgenommen, 2007 habe ich wahrgenommen, da bin ich mal zum Händler, warst nicht du, irgendwo, keine Ahnung, Neunkirchen so, gefahren, da hatte der die ersten E-Bikes. Und dann bin ich das erste Mal gefahren und war sowas von weg. Weil was mich am meisten gestört hat, waren die Berge und es ist heiß. Kennst du das? Und du bist so bayerischer Wald unterwegs, kannst fahren. Ist der Akku denn immer gleich leer bei so einem Fahrrad? Oder ich sag mal, hält der wirklich lange? Weil die schreiben ja immer 100 Kilometer. Oder was ist so realistisch, wenn ich jetzt so 100 Kilo wiege? Naja, Schreiben ist immer das Gefährliche dort dabei. Es ist ein individuelles Prinzip. Genauso wie man natürlich auch sagt, ein Verbrennungsmotor oder ähnliches oder auch Elektromotor hat einen gewissen Verbrauch. Kommt es ja immer darauf an, wie viel Unterstützung ich auswähle. Bedeutet, fahre ich im Eco-Modus oder fahre ich halt natürlich doch im Turbo-Modus. Das heißt, das ist grundlegend Energieverbrauchsunterschied. Weiterer Aspekt ist natürlich der Fahrer selber. Wie schwer ist der Fahrer? Wie viel Windwiderstand? Wie viel Rollwiderstand? Das sind alles Parameter, die das gesamte System verändern und schlussendlich auch die Reichweite. Man kann immer von einer gewissen Bandbreite ausgehen. Ich sage jetzt mal bei einem Rad wie hier, wir haben einen Performance CX Motor mit 625 Wattstunden Akku von Bosch, erzielen wir schon eine Reichweite von 100, 120 Kilometern. Das kann aber auch nach 20 Kilometern schon Ende sein. Je nachdem, wenn ich in den Alpen, Berg hoch, Gepäck, ich nutze das maximale Systemgewicht und, dann merkt man relativ schnell, dass es dann doch mehr Energie frisst, wie es eigentlich gedacht war. Ja, die Integration sehr gelungen, also die Farbgebung ganz toll. Also man hat hier wirklich aus dem automotiven Bereich ja noch Farben gewählt, aber wenn ich jetzt mal dieses Kiox-Display hier sehe, das ist toll gemacht, oder? Besonderheit ist einfach das Vorbausystem. Das Vorbausystem kommt selber von Bergamont. Ist also eine eigene Entwicklung. Hier halt wirklich sehr, sehr schön das ganze Kiox-Display mit integriert. Ich kann das auch im Neigungswinkel noch anpassen, sowohl den Vorbau selber als aber auch das Display. Da ist natürlich auch keine Spiegelung nachher drin ist, je nachdem wie der Blickwinkel da drauf ist. Die Evil-Serie an sich von der Grundbasis her ist ja ein Rad, was damals schon darauf ausgelegt war, ein sehr hohes Maximalgewicht natürlich zu nutzen. Also wir sind hier, wie gesagt, bei 160 Kilo Systemgewicht, sprich Fahrergewicht und Radgewicht selber. Und aber auch rein nur in der Formgebung als Tiefeinstieg. Es gibt hier keine Herren, es gibt keine Trapez-Variante. Die Evil-Serie ist immer als Tiefeinstiegsvariante und hat auch immer im Aufbau den gleichen Rahmen. Egal ob das Einstiegsmodell, das Edition oder das Pro-Belt in der Top-Variante. Auch die SUV-Varianten haben immer die gleiche Rahmenkonstruktion, Rahmenbauweise, unterscheiden sich dann aber halt in der Bereifung, dass sie einfach noch mehr, ein bisschen mehr für den Einsatzzweck, Waldwege etc. ausgelegt ist. Ladebuchse natürlich auch vorhanden. Das heißt, von extern her ist dann auch ohne Probleme der Akku zu laden, kann aber natürlich auch direkt am Akku selber geladen werden. Also auch das ist kein Problem. Es hat eine Vollausstattung für den Straßenverkehr. Es hat Lampen mit drin, es hat Schutzbleche mit drin, all das ist mit drin. Viele verwenden das als unkompliziertes Fahrrad im Alltag. Du weißt ja selber, wenn du Mountainbike fährst, man muss Schutzkleidung anziehen, klar, vielleicht beim Fahrradfahren auch. Aber hier, das ist doch eher so ein Fahrrad, mit dem ich alles machen kann. Da kann ich auch mal einen Feldweg fahren, da kann ich zum Bäcker fahren. Das kann ich wunderbar anschließen. Ich empfehle übrigens 2 Schlösser. Das ist aus der Erfahrung. Ich gebe meinem Sohn jetzt immer 2 Schlösser mit. Eins fürs Vorderrad und eins für den ich sag mal, Gesamtaufbau. Denn ich sag mal, die Leute haben schon Angst, so ein Fahrrad mitzunehmen. Also das dann auch mal stehen zu lassen irgendwie draußen, weil das ist ja schon so ein Schmuckstück. Und das schränkt natürlich auch die Nutzung massiv ein. Das heißt, wenn ich immer Angst haben muss, ich stelle es raus und es wird laufend geklaut, wie gehen die Leute mit um in der Praxis? In der Praxis ist eigentlich so, dass sehr gut darauf aufgepasst wird. Also wenn man ja auch mal bei der Versicherung jetzt anschaut oder so, E-Bikes werden deutlich weniger geklaut wie klassische Fahrräder. Einerseits passen die Leute natürlich auch besser drauf auf, weil wir in
deutlich höheren Warenwert irgendwo haben. Andererseits, die das jetzt, sage ich mal, als Pendelrad oder egal in welcher Form für den Urlaub verwenden, haben das Rad eigentlich immer in der Nähe griffbereit. Schlösser sind natürlich immer mit das A und O, wird auch von jeder Versicherung empfohlen, ein Schloss zu verwenden. Echt? Ja, ist einfach so. Aber im Grundaufbau her ja, sollte man einfach schon gut drauf aufpassen, weil natürlich die Räder gefragt sind. Belt-Variante, also hier ist jetzt eine Kette drauf. Es gibt es auch mit Zahnriemen? Gibt es auch, das ist das Pro-Belt. Hier haben wir jetzt aber die Besonderheit, dass wir die Nexus 5-Gang-Narbe haben. Ich glaube, wir hatten tolle Narbe, muss ich sagen, in Verbindung mit CX, oder? Vor allen Dingen auch nur mit CX verwendbar, weil eine klassische Nexus 7 oder 8-Gang-Narbe kannst du nicht mit einem Performance CX verwenden. Und wenn du es tust, muss dieser gedrosselt sein. Weil mehr wie 50 Newtonmeter vertragen die klassischen 7- und 8-Gang-Narben. Die werden zerlegt, habe ich gehört. Die werden dann richtig zerstört durch die Kraft, die der Motor dann da drauf bringt. Ja. Und deswegen halt ein 5-Gang. Jetzt sagt der ein oder andere Mensch, das sind ja viel weniger Gänge, wie jetzt heute eigentlich das Thema ist. Ja. Aber wir brauchen nicht so eine feine Untersetzung bei einem E-Bike. Und das macht den Unterschied hier halt auch wirklich aus. Also heißt, mit der gesamten Bandbreite, die ich dort habe, heißt, wenn ich von dem einen auf den nächsten Gang gehe, ist der Unterschied natürlich schon deutlich größer wie bei 10, 11 oder 12 Gang Varianten. Aber durch die Unterstützung ist es gar nicht so direkt spürbar. Also die Kombination macht hier einfach den Unterschied halt aus zwischen Zusatzleistung, die ich auf den Akku gebe oder schlussendlich dann auf den Motor gebe oder natürlich halt auch der Punkt, die Schaltung effektiver zu nutzen. Weil viele sind halt auch sehr schaltfaul und benutzen oftmals gar keine Schaltung. Das macht übrigens bei dem Rad nicht so viel aus, also wie bei einer Kette. Das ist so. Außerdem hast du einen ganz tollen Kettenschutz mit dabei. Fahren wir gerade eine Runde. Wendigkeit, was haben wir hier für eine Laufradgröße? Was ist das? Klassisch 28 Zoll. 28 Zoll. Mit einem sehr großvolumigen Reifen, halt auch zu dem Kettenschutz hier nochmal, also komplett alles versteckt. Ne? Hier geht es wirklich nur noch um den Faktor Kühlung, den wir hier halt haben. Also nichts Hose. Aber, genau, also da passiert gar nichts, da kann sich nichts verfangen, nichts. Sehr schön. Bitte. Das heißt, eine Drehschaltung hat mein Sohn übrigens immer noch. Der hat ja mein altes aus Amerika. Ach, wie heißt? Ich dachte, du wolltest die Treppe runterfahren. Das wär's noch, ne? Ein Cannondale hat er jetzt mit Drehgriffschaltung. Die war ja in den 90ern, war das ja das Ding, Drehgriff. Weißt du noch? Und ja. Ich finde es doch total klasse. Man kann den 5-Gang auch ruhig mal mit dem Drehgriff schalten, oder? Also du siehst jetzt hier, dass wir hier wirklich im Gesamten eine sehr, sehr komfortable Sitzposition halt auch haben. Mach mal. Grundlegend von der Sitzposition. Das ist einfach halt auch gewünscht bei dieser Modellserie. Ne? Das ist fast wie ein Holland-Fahrrad. Das kann man aber einstellen. Das heißt, das kann man hier, diesen Winkel kann man einstellen, wie sportlich ich es gerne hätte. Genau, also von 0 Grad dementsprechend bis, ich glaube, wir gehen bis 70 Grad bei dem Vorbausystem, ist hier eigentlich die komplette Bandbreite nutzbar. Ne? Vorne die Lampe auch positioniert, Klingeln haben wir natürlich auch mit ausgestattet und dann dieses schöne in der Mitte integrierte Display, was ich halt auch wirklich gut ablesen kann. Eine gute Lampe, auch ein Thema. Also ich denke, das ist die Summe aller Dinge, die hier verbaut worden sind. Denn man kriegt auch ein Bosch CX-System sehr günstig. Dann sind aber meistens die Komponenten wirklich schwierig, gerade im No-Name-Bereich. Also da wird Wert gelegt, da macht man Hauptsache einen Bosch CX rein. Dass da nicht noch Felgenbremsen drauf sind, ist ein Wunder. Aber alles in allem ein sehr unkompliziertes Rad, würdest du sagen, für die nächsten 10, 15 Jahre, wenn jemand gut drauf aufpasst? Ja, prinzipiell schon. Also wir wissen von Bosch, dass selbst die ersten Generationen immer noch Ersatzteile bekommen und auch da der Service noch vorhanden ist. Und auch was das Drumherum angeht, ob Shimano oder ähnliches oder auch mit dem Hersteller Bergamont, können wir sicher sein, dass wir da in Zukunft auch Ersatzteile bekommen. Hast du ein paar bekommen von dem? Wir haben ein paar bekommen, ja, in allen Bereichen, also vom Einstiegsmodell bis hin zum Topmodell. Ich weiß, dass die Räder auch momentan extrem gefragt sind. Ich hatte jetzt einige Kunden aus dem Frankfurter Raum auch, die keinerlei Bergamont-Händler gefunden haben, der dieses Rad hat. Sind wir ein bisschen verwundert, aber wir haben jetzt mal einen Schwung bekommen und mal gucken, wie lange sie halten. So, Rahmengrößen gibt es ja auch verschiedene? Genau, es gibt verschiedene Rahmengrößen. Wir starten ab 46 und geht dann hoch bis 56. Also auch für große Leute durchaus verwendbar. Also, wenn Sie von weiter weg kommen, rufen Sie bitte vorher an, gehen Sie auf die Webseite drauf. Ich habe gehört, der Nico lässt mit sich reden, wenn man kommt und sagt, ich habe ganz konkretes Interesse für die 2 Fahrräder, die sind da. Man kann auf der Webseite auch sehen, ob sie da sind. Der Nico wird sie dann zu der Filiale beordern, zu dem Termin,
wenn Sie denn kommen, vielleicht ist samstags nicht gerade die beste Idee zu kommen, geht aber auch zur Not, oder? Ja, geht zur Not auch. Also wir stimmen das mit dem Kunden schlussendlich ab. Auch hier nochmal das Beispiel, gerade auch bei einem EWIL aus dem Frankfurter Raum war das jetzt, da kommt eine Kundin zu einem spezifischen Termin. Wir haben aber vorab einen Auftrag angelegt gehabt. Das heißt, selbst wenn sie nachher sagt, das Rad passt ihr nicht, das gefällt ihr nicht, dann können wir immer noch den Auftrag stornieren. Aber sie darf den Laden nicht mehr verlassen, bis sie die EC-Karte durchgezogen hat. Ja. Genau. Nee, also hier geht es wirklich darum, wenn sie wahrscheinlich ich glaube, den Termin haben wir in 10 Tagen, wenn sie da gekommen wäre, wäre das Rad schon weg gewesen. Ist so. Also, da ist es. Bergamont, Name von dem? Das ist das EWIL Expert SUV. EWIL Expert SUV. Ich blende mal gerade hier nochmal ein, damit ich es nochmal habe. EWIL Expert SUV. Aber heute hat ja meine Scharfstellung viel Freude mit deinen Lenkern. Jetzt habe ich es. So, EWIL Expert SUV 4.499 €. 7. Juni 2022. Ihr habt 2 Ladengeschäfte im Saarland. Eins im nördlichen Saarland, eins sehr zentral. Hier in St. Wendel im nördlichen, zentral in Riegelsberg. Und ein Versand, wecycle.de. Vielen Dank fürs Einschalten. Nico Ockenfels, begnadeter Bikehändler aus dem Saarland. Tschüss. Ciao.